Auf YouTube und Netflix sieht man mittlerweile immer mehr Menschen, die mit dem Fahrrad die Welt bereisen. Beim Schauen dieser Dokus muss man sich einfach vorstellen, wie es ist, so eine Reise selbst zu machen. Man nimmt nur das Allernötigste mit, weiß morgens noch nicht, wo man abends sein wird, durchquert ganze Kontinente und lässt so die Sorgen des Alltags einfach hinter sich. Und dann merkt man, dass man ja im Rollstuhl sitzt und dass das Ganze so gar nicht möglich ist. Bei mir war der Wunsch so stark, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach mal aus. In diesem Video seht ihr, wie die Reise verlaufen ist. Dabei geht es mir vor allem darum zu zeigen, worauf ihr achten müsst, falls ihr selbst so eine Reise plant. Ich hatte mich also dazu entschlossen, eine Handbike-Packing-Tour zu machen. Da ich das noch nie zuvor gemacht hatte, bin ich bei der Planung der Reise erstmal auf Nummer sicher gegangen. Der Plan war, zusammen mit meiner Freundin von Lübeck nach Kopenhagen zu fahren. Wir sind dann von Lübeck gestartet und haben uns hier erstmal an der Lübecker Bucht entlang gehangelt. Da aber die überfüllten Strandpromenaden nicht so wirklich abenteuerlich sind, war ich ganz froh, als wir nach Grömitz endlich die schlimmsten Touri-Gebiete hinter uns hatten. Das erste wirkliche Hindernis der Reise war die Fehmarnsundbrücke. Schon die Auffahrt auf die Brücke war schwierig. Ich kam gerade so durch das Tor und um die erste Kurve und danach wurde es nicht unbedingt besser. Der Streifen für Fahrradfahrer ist nämlich so schmal, dass neben meinem Anhänger eigentlich keiner mehr durchkommt. Ständig mussten Radfahrer absteigen, um mich vorbeizulassen. Anders wäre es nicht gegangen. Was passiert wäre, wenn mir von der anderen Seite ein Lastenrad oder ein anderes Handbike entgegengekommen wäre, ist eine gute Frage. Es gibt auf der ganzen Brücke keine einzige Haltebucht. Danach haben wir dann Fehmarn durchquert und sind mit der Fähre nach Dänemark. Eigentlich sollte die einstündige Fahrt von Puttgarden nach Rødby so ein Tageshighlight für uns werden. Stattdessen saßen wir dann aber nass vom Regen unten bei den Autos. Der Aufzug für Rollstuhlfahrer war leider schon zugeparkt. Während der Fahrt kamen dann aber immer mehr Crewmitglieder bei uns vorbei und haben uns Wasser und Kaffee gebracht und sich immer wieder entschuldigt. Ja, sowas kann halt mal passieren, egal. In Dänemark sah es eigentlich recht ähnlich aus wie in Deutschland, nur eine Sache hatte sich da grundlegend geändert. Es gab deutlich bessere Fahrradwege und zudem waren die auch noch ausgeschildert. In Deutschland musste ich mich die ganze Zeit noch auf mein Fahrradnavi verlassen. In Dänemark konnte ich einfach den Radwegen mit den entsprechenden Nummern folgen. Und bis auf wenige Ausnahmen ließen sich die Wege auch gut mit dem Handbike fahren. Nur ein einziges Mal mussten wir einen Anhänger abkoppeln, weil der Weg einfach zu steil wurde. Ich möchte jetzt nochmal auf die Sachen eingehen, die sich zum normalen Bikepacking unterscheiden. Beim Auf- und Abbau von Zelt und von unserem Equipment haben wir deutlich länger gebraucht als alle anderen. Das war mir zwar schon vor der Reise klar, dass der Unterschied aber so groß sein wird, hatte ich nicht gedacht. Leute, die teilweise eine halbe Stunde nach uns angekommen sind, waren trotzdem vor uns fertig. Was wirklich anstrengend am Handbikepacking ist, dass man keine Zeit zum Entspannen hat. Morgens wird erstmal alles abgebaut und fachmännisch auf die Taschen und den Anhänger verteilt. Dann fährt man seine Strecke, kommt abends am Campingplatz an. Da muss man erstmal warten, bis die Rezeption vom Campingplatz Zeit hat. Dann sucht man sich einen Zeltplatz, baut alles auf, bereitet das Essen vor. Und was zu essen muss man vorher natürlich erstmal eingekauft haben. Und das dann auch möglichst täglich, weil man hat ja keine Kühlung mit dabei. Das alles gehört irgendwie dazu. Aber durch das Zusatzgepäck und durch meine Behinderung haben wir so viel Zeit verloren, die uns dann am Abend gefehlt hat. Man benötigt zudem natürlich auch noch extra Zeit bei den Touren, weil ich muss mich zwischendurch auch immer wieder hinlegen und Druckstellen vermeiden und sowas. Und wenn das alles rum ist, dann kommt noch so das allerunangenehmste Thema, nämlich die Suche nach so einer Behindertentoilette. Es gibt sowohl in Dänemark als auch in Deutschland auf fast allen Plätzen Behindertentoiletten.
Besonders bei großen Plätzen kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie geeignete Toiletten und Duschen für einen haben. Das Problem ist nur, Behindertenduschen und Toiletten sind meistens im selben Raum und es gibt meistens auch nur einen von diesen Räumen. Das heißt, wenn zwei Behinderte gleichzeitig zur Toilette wollen, muss einer der beiden warten, bis der andere fertig ist. Klingt erstmal nicht so schlimm, bei normalen öffentlichen Behindertentoiletten ist das auch zumutbar. Aber es gibt als Rollstuhlfahrer halt auch Toilettengänge, die etwas länger dauern. Und wenn man unterwegs ist, hat man halt eben nicht die Möglichkeit, sowas zu Hause zu erledigen. Diese Toilettensituation führt immer mal wieder zu unangenehmen Situationen. Entweder wartet man eine Ewigkeit, bis man endlich auf Toilette kann, oder man hetzt sich ab, weil vor der Tür schon jemand wartet und ungeduldig ist und schon an die Tür klopft. Das ist einfach nicht schön. Und dann gibt es natürlich immer noch Plätze, bei denen gibt es gar keine Behindertentoilette. Und dort gibt es auch keine Duschräume, die für einen als Rollstuhlfahrer erreichbar wären. Hier muss man sich vorher schon Gedanken machen, ob man die Plätze, auf die man gehen möchte, nach Barrierefreiheit auswählt, das heißt, ob man davor anrufen möchte, oder ob man sich im Vorhinein auf die Situation einstellt. Ich habe mir dafür eine Lösung überlegt. Ich habe beim Aufbau des Zeltes, wenn sowas war, immer schon das Innenzelt vom Zelt weggelassen und habe dann meinen Rollstuhl mit einer Mülltüte und ein bisschen Schaumstoff ausgestattet. Das ist keine besonders schöne Lösung, aber am Ende ist es halt auch kein Erholungsurlaub. Das Nervigste an der ganzen Sache war eigentlich, dass ich während der Reise immer wieder Probleme mit dem Handbike hatte. Die Motorunterstützung ist nämlich immer wieder ausgefallen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass an der Verkabelung von dem Akku ein Wackelkontakt ist und habe den so gut wie es ging repariert. Das hat eine lange Zeit funktioniert, auch bis wir in Kopenhagen waren, war alles kein Problem. Und dann sind wir weitergefahren bis nach Schweden und dann so kurz vor der Fähre nach Schweden ist dann der Motor komplett ausgefallen und da ging gar nichts mehr. Man kann zwar das Handbike auch ohne Motorunterstützung fahren, es ist aber viel schwieriger, als wenn man ein normales Handbike hat. Auf ebener Straße geht das gerade so noch irgendwie. Sobald es aber dann bergauf geht oder man eine Brücke fahren muss oder so, da kommt man nicht mehr weiter, dann muss man mit den Greifringen versuchen, da irgendwie anzuschieben und es ist einfach super schwierig. Wir hatten dann aber halt noch einige Kilometer vor uns und deshalb habe ich dann den Zug genommen und meine Freundin konnte leider nicht mit, weil wir hatten ja diesen Anhänger mit dabei, den haben die nicht mitgenommen. Das heißt, sie musste die letzten 70 Kilometer bis nach Malmö alleine fahren mit dem Anhänger hinten dran. Am nächsten Tag sind wir dann mit der Fähre von Malmö zurück nach Travemünde gefahren. Natürlich waren auf der Fahrt wieder alle Behindertenkabinen ausgebucht. Deshalb haben wir dann einfach unser Schlafquartier im Speisesaal aufgebaut. Als wir dann endlich in Travemünde angekommen sind, haben wir natürlich unseren Zug um genau 3 Minuten verpasst. Und damit hatten wir ein richtiges Problem. Es war 2 Uhr morgens, der nächste Zug ging erst in 3,5 Stunden und bis nach Hause waren es noch so um die 25 Kilometer. Da ich aber mit meinem Handbike kaum von der Stelle gekommen bin, haben wir dann erstmal versucht, mich vom Fahrrad mit Spanngurten ziehen zu lassen. Das hat aber leider so gar nicht funktioniert. Wir hatten dann wirklich eine sehr anstrengende Tour und nach 3 Stunden und gerade mal 14 Kilometern war ich komplett fertig. Aber zum Glück kam um die Uhrzeit dann schon der erste Bus, der mich nach Hause gefahren hat. Anders weiß ich nicht, wie ich nach Hause gekommen wäre oder wie wir nach Hause gekommen wären. Die Reise hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man bekommt dabei wirklich so ein richtiges Freiheitsgefühl, wenn man so reist und so unterwegs ist. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch unglaublich anstrengend. Vielleicht braucht es das, um wieder schätzen zu können, was man im Alltag so hat. Was für mich aber wirklich schwer zu akzeptieren ist die Unsicherheit, die man als Rollstuhlfahrer hat. An normalen Fahrrädern kann ich jedes Teil auswechseln und ich bekomme auch überall Ersatzteile. Beim Handbike und vor allem beim Rollstuhl sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Bei der Vorbereitung auf die Reise ist mir 2-mal der Rollstuhlrahmen gebrochen. Wenn sowas unterwegs passiert wäre, wäre die Reise halt einfach vorbei gewesen. Das gleiche gilt für den eigenen Körper. Ich kann die Hälfte meines Körpers nicht spüren und muss deshalb extrem aufpassen. Auch deshalb ist die Gefahr groß, dass man die Tour irgendwann abbrechen muss. Ich hatte gleich zu Beginn der Reise eine ganz kleine Wunde am Po. Das habe ich die erste Zeit immer beobachtet und verbunden und irgendwann, wie es halt so ist auf so einer Reise, wird man ein bisschen schludrig und man passt weniger auf
Naja, und es kam, wie es kommen musste. Die Wunde hat sich entzündet, die ist größer geworden. Und das Ende vom Lied ist jetzt, ich bin seit 4 Wochen krankgeschrieben und lieg seitdem eigentlich nur noch im Bett. Alles in allem kann ich aber sagen, die Reise hat sich trotzdem gelohnt und wir werden das auf jeden Fall auch wiederholen. Das nächste Mal vielleicht mit ein paar mehr Pausentagen und vielleicht auch ein bisschen weniger Gepäck. Das war meine Reise. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alles Gute und bis bald.